Wir wissen nach wie vor nicht, wann das Steam Deck Dock erscheint. Wir wissen nur, welche Spezifikation das Ganze haben wird. Aber es gibt jetzt eine Alternative von der Marke G-Sox, die ich heute präsentieren möchte. Und noch ein paar andere, ja, Zubehörteile für das Steam Deck der Marke G-Sox. Bleibt dran. Ja, während Leute wie ich mit selbst zusammengebastelten Steam Deck Docks rumhantieren. Hier habe ich halt eben einen kleinen Steam Deck Ständer genommen und hier mit, ja, Klett und einem USB-C-Hub mir so ein kleines Dock gebastelt. Sieht halt kacke aus, aber funktioniert, tut seinen Job tatsächlich ganz gut. Finde ich aber trotzdem cool, wenn es da eine Alternative gibt, die man direkt kaufen kann. Also nicht selber was rummodden kann, sondern einfach so ein schickes, kleines Dock. Vor allem mit einem Winkelstecker. Ich war jetzt zu faul, bei meinem selbstgebastelten hier mir noch so einen Winkelstecker zu kaufen, weil das dann hier oben schon ein wenig abknickt. Und bei diesem hier ist es schon so, dass ihr das Ganze ordentlich gut drin sitzen habt und man sich da keine Sorgen machen muss, dass irgendwas abknickt. Das Steam Deck sitzt auch recht, ja, stabil in dieser kleinen Halterung. Die ist auch aus Aluminium, sieht sehr hochwertig aus, meiner Meinung nach. Da rutscht auch nichts weg. Also ja, der Ständer selbst rutscht nicht weg, aber auch das Steam Deck ist hier in der gummierten Fläche stabil drinne. Finde ich sehr schön. Ihr habt hier in diesem Modell, es wird zwei geben, also es gibt wohl eine, ja, Version 2 von dem Ding, wo die USB-Anschlüsse geupdatet wurden, denn ihr habt hier einen USB-C-Anschluss für den Strom. Bis zu 100 Watt könnt ihr hier durchjagen, also sowohl die Sachen, die angeschlossen werden, als auch euer Steam Deck sollten damit gut klarkommen. Adapter und USB-C-Kabel müsst ihr euch dann natürlich selber besorgen, ist ja meistens der Fall. Und dann habt ihr hier einen HDMI-Anschluss, zwei USB 2.0 Anschlüsse, also A-Anschlüsse und ein Ethernet-Kabel, Anschluss, ne? Und bei der Version 2, die es für 10 Euro mehr gibt, ich blende die Preise immer hier so ein, wird es wohl oder gibt es schon drei USB 3.0 Anschlüsse. Also finde ich gar nicht mal so schlecht, dass es da die Wahl gibt, je nachdem, was ihr braucht. Bei diesem kleinen hier, wenn ihr nur Maus und Tastatur anschließen wollt oder vielleicht ein Gamepad, dann reicht USB 2.0 definitiv. Aber ist dieses alternative Steam Deck Dock eine Alternative zum offiziellen Steam Deck Dock? Kommt ganz auf den Preis an, würde ich sagen. Denn, soweit ich das verstanden habe, man kann ja hier die Spezifikation sehen vom Steam Deck. Steam Deck Dock, so ein Zungenbrecher, meine Güte. Wird es einen DisplayPort-Anschluss haben und genug USB-Anschlüsse und einen HDMI-Anschluss und hoffentlich direkt beiliegend ein Netzteil. Und wenn das sich auch so in dem Preissegment ja, einpegelt, ich glaube nicht. Also es wird bestimmt, wenn es das alles hat, plus Netzteil, 100 Euro kosten. Das ist meine Vermutung. Aber dann, ja, bietet das einfach nochmal mehr. Denn soweit ich weiß, ist ein DisplayPort-Anschluss ja nicht vorhanden bei irgendwelchen USB-C-Hubs. Also ich habe noch keins gefunden. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da was kennt. Aber sonst ist es meistens einfach nur HDMI 2.0 am Start und ja, das ist okay, wenn ihr es am Fernseher anschließen wollt, aber ein DisplayPort-Anschluss fände ich auch nett, ne? Also bin ich mal gespannt. Und ja, kommt auch drauf an, wann das Ganze ankommt. Also wenn sich jetzt noch weitere Alternativen herauskristallisieren, dann wird das Steam Deck Dock irgendwann obsolet sein. Naja, dann hat mir die Marke G-Sox noch ein paar Zubehör
Sachen geschickt. Auch wieder eine Sache, wo man warten muss, nämlich das Case der Marke D-Brand oder The Brand, ähm, deren Kill Switch, ein Case, ein Hard Case mit verschiedenen Eigenschaften, habt ihr jetzt auch hier bei G-Sox. Das ist nämlich so ein Hard Case. Ihr seht hier meinen kleinen Dinosaurier auf der Kamera sitzen. Ein Hard Case mit Kickstand. Na? Und das Ganze fühlt sich echt gut an. Ich glaube, das Steam Deck wird hier sehr gut geschützt sein und liegt auch ein bisschen besser in der Hand. Wobei man natürlich sagen muss, dass das Steam Deck auch so ausgezeichnet in der Hand liegt, wie auch immer. Aber ansonsten habt ihr hinten, ne, ist das Ganze hier durchsichtig, ist so ein durchsichtiges Plastik, also nicht komplett offen, wird also trotzdem kratzgeschützt. Die Fläche hier unten ist frei für den Luftdurchzug. Die Ports haben hier eine schöne Aussparung. Zum Reinklicken muss man mit dem Fingernagel so ein bisschen rein, aber kommt da eben drauf an, was man sich wünscht. Schutz oder Leichtigkeit beim Drücken, aber hier die Hauptknöpfe sind alle super zu erreichen und das finde ich echt gut, muss ich ehrlich sagen. Was ein bisschen schade ist, das Case hier passt leider nicht in das offizielle G-Sox Dock. Das ist einfach zu schmal, aber das funktioniert auch nicht mit meinem selbstgebastelten. Also die Unterseite hier ist einfach zu dick. Das passt dann einfach nicht mehr in das Dock. Finde ich ein bisschen schade. Da hätten sie natürlich dafür sorgen können, dass ihre Produkte untereinander kompatibel sind. Aber wahrscheinlich war beides zusammen nicht möglich. Ich meine, das ist ja echt schon einiges dicker. Dann sitzt das Steam Deck vielleicht ohne Case nicht mehr richtig ordentlich drinne. Ja, dann habe ich hier noch einen Screen Protector. Dazu kann ich gar nicht so viel sagen, außer dass die einen anbieten. Ich wollte jetzt nicht, weil ich schon auf meinem Steam Deck ein Glas habe und ich wollte das nicht abziehen. Das wäre für mich nicht nachhaltig, wenn ich das einfach wegschmeiße, um ein anderes zu testen. Aber sollte das mal der Fall sein, ja, kann ich nochmal berichten, aber ich denke, das wird ein gutes Schutzglas sein. Da gibt es ja noch andere Reviews im Internet, die euch dazu etwas sagen können. Und als Schlusslicht habe ich hier noch so ein Gummidingsbums. Bin ich kein Fan von, deswegen habe ich das jetzt hier so ans Ende gepackt. Schützt natürlich das Steam Deck vor Kratzern und so weiter, aber ich finde, das fühlt sich nicht besonders gut an. Das Ganze bewegt sich auch beim Spielen, also es verrutscht einfach so ein bisschen und ich finde es einfach nicht so gut. Interessanterweise, da sind sich wahrscheinlich die China-Marken ganz nah. Habe ich so ein Ding schon, aber von einer anderen Marke. Die Marke blende ich hier auch mal ein. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißt. Aber genau das exakt gleiche Ding haben wir. Ich habe das jetzt hier mal nebeneinander aufgestellt und ich kann keinen Unterschied feststellen. Ich sehe jetzt auch nicht, dass hier irgendwo die Marke G-Sox draufsteht oder so. Wahrscheinlich ist exakt das gleiche Teil, aber einfach rebranded. Und ja, viele Leute schwören auf so ein Ding, aber es gab eben auch keine Alternativen. Und da finde ich das G-Sox Case hier, das Hard Case, um einiges besser und passt auch in die Schutzhülle. Also ein bisschen eng, aber das Ganze geht noch zu. Also feine Sache, wenigstens das passt. Ja, das waren die Sachen von G-Sox. Ich hoffe, dass euch mein Video hierzu geholfen hat bei der Kaufentscheidung. Ich verlinke euch die Produkte unten. Ich habe sie persönlich umsonst zur Verfügung gestellt bekommen, verdiene aber keinen Cent daran, wenn ihr sie kauft. Also ist meine Meinung da hoffentlich ungeschönt.
und bin trotzdem nach wie vor gespannt auf das offizielle Steam Deck Dock. Und sage schon mal, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.